Ich hatte schwer, mich zu entscheiden, ob ich jetzt Künstler werden soll oder Wissenschaftler. Das Bild heißt Der Geograph. Für mich ist das der Prototyp eines Wissenschaftlers. Wir interessieren uns ganz besonders für die Zellmembranen. Das ist nicht einfach, weil es ist ein ganz hauchdünner Film nur. Und deswegen ist es schwierig, sich diesen Strukturen anzunähern. Um die Struktur aufzuklären, verwenden wir in meiner Abteilung das Elektronenmikroskop. Und Vermeer war sehr wahrscheinlich eng befreundet mit Antoni van Leeuwenhoek. Der hat die Mikroskopie damals zu einem ersten Höhepunkt gebracht und hat sehr viele Sachen entdeckt, die man vorher nicht sehen konnte, rote Blutkörperchen zum Beispiel. Wir verwenden das Elektronenmikroskop, um Zellstrukturen sichtbar zu machen, die man sonst nicht sehen kann. Und aus den Details ergibt sich dann, wie diese großen Strukturen funktionieren. Spiegelsymmetrie, also Bild und Spiegelbild. Spiegelsymmetrie gibt es im Grunde in der Biologie nicht. Wenn wir also hier in die Hände zum Beispiel eine Gewebeprobe nehmen könnten, dann würden wir sehen, dass in beiden Fällen die Muskelfasern nicht rechts- und linkshändig sind, sondern gleich. Hier zum Beispiel, also das ist so eine Muskelfaser, ein ganz, ganz komplexes Gebilde aus vielen verschiedenen Proteinen zusammengesetzt, auf ganz exakte Weise. Und die haben auch eine bestimmte Händigkeit. Wenn man das umkehrt, man kann im Computer das leicht spiegeln, ja, dann sieht es so aus. Und auf den ersten Blick erkennt der Laie gar nicht, dass es was anderes ist. Ja, aber es würde nicht funktionieren. Das heißt, die Spiegelsymmetrie ist eine Äußerlichkeit, wenn man so will. Es ist halt ein Trick in der Biologie, dass man den gleichen Bauplan zweimal verwendet. Ja. Aber wenn man in den molekularen, atomaren Bereich vorstößt, dann gibt es diese Spiegelsymmetrie nicht. Eine Rotationsbewegung in allen unseren, Ihren, meinen Zellen ist die Grundlage der Energieumwandlung. Die Sandmühle von Günter Oecker, hier wird auch Energie umgesetzt. Ein Elektromotor vermute ich mal, der das am Laufen hält. Und die Energie wird also in Reibungsenergie umgesetzt, in Wärme letztlich. Der umgekehrte Fall wäre es, wenn man die Reibungswärme in elektrische Energie umwandeln kann. Das ist deswegen wichtig, weil wir verstehen wollen, wie Energieumwandlung in unseren Zellen und in allen Organismen abläuft. Ja. Und das weiß man zwar im Prinzip, aber nur für einen Teil. Und ein anderer wichtiger Teil, der ist eben noch bis jetzt unerforscht. Und mit dem beschäftige ich mich vor allem. Künstler und Wissenschaftler haben eins gemeinsam, sie sind frei in ihrer Berufsausübung und keiner kann ihnen sagen, was sie machen sollen. Ja. Und das ist für mich das Ausschlaggebende eigentlich.